Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Extrema Ratio das Misericordia. Extrema Ratio hat zusammen mit den italienischen Rangern das Misericordia entwickelt. Das ist ein sehr kompaktes Messer, was zum einen als primäres Kampfmesser gedacht ist oder auch als Backup-Messer, wenn man noch ein anderes Messer mitführt. Hier ist der Fokus auf jeden Fall darauf gelegt, extrem leicht, extrem handlich und extrem klein, also klein im Sinne von schmal, weil ihr seht ja schon, die Klingenlänge ist hier schon recht ordentlich. Es ist theoretisch 42A-konform mit einer Klingenlänge unter 12 cm. Die Details kriegt ihr gleich nochmal von mir. Aber wir würden davon abraten, das im EDC-Bereich gerade in Deutschland so zu tragen. Man hat hier natürlich eine Dolchform durch die Spearpoint-Spitze, auch wenn die obere Klingenhälfte jetzt nicht angeschärft ist, also keine beidseitig geschärfte Klinge. Und dadurch, dass es auch noch den Ring hinten hat, könnte man auch sagen, das ist eine Hieb- und Stichwaffe. Also jeder Polizist, der euch mit so einem Messer erwischt, der wird das ganz klar als Waffe deklarieren und nicht als Werkzeug oder als EDC-Gegenstand. Von daher habt das bitte im Hinterkopf. Extrema Ratio verwendet hier einen Böhler N690 Stahl mit 58er HRC-Härte. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 233 mm, wobei die Klingenlänge 11,8 cm beträgt. Die Klingenstärke ist mit 4 mm angegeben. Hier haben wir wirklich eine sehr massive Klinge. Das macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Das Gesamtgewicht beträgt gerade mal 87 Gramm. Beim Griff verwendet Extrema Ratio hier ein glasfaserverstärktes Nylon. Wie man sehen kann, ist die Klinge durchgängig. Wir haben hier einen Fulltang und das Ganze geht dann über in einen Ring, in einen Führungsring, der dem Ganzen hier ein bisschen mehr Halt gibt an der Hand. Den Halt habe ich aber auch nochmal durch die Parierstange hier vorne und durch die Chimpings auf der Oberseite. Das heißt, wenn ich das Messer in der Hand habe, habe ich hier unten einmal den Parierschutz, kann oben den Daumen schön auflegen. Hier hat man auch nochmal das Ganze auf dem Klingenrücken verlängert. Das heißt, ich kann auch bis hier vorne arbeiten, ohne Probleme. Auch wenn ich mal hier nach vorne abrutschen würde, wäre es kein Problem, weil der Klingenrücken ja auch nicht geschärft ist. Und zusätzlich hat man nochmal ganz am Ende hier einen Glasbrecher untergebracht. Ich habe hier nochmal ein anderes Messer für euch dazu geholt, und zwar das Benchmade SOCP. Das schlägt in dieselbe Sparte wie hier auch das Misericordia von Extrema Ratio. Hier hat man natürlich, seht ihr schon mal vom Größenunterschied, eine deutlich längere Klinge. Beim Benchmade ist die Klinge halt beidseitig geschliffen, wobei es da auch eine Version gibt mit nur einseitig geschliffen, und hier hat man auch keinen Glasbrecher. Das mag für den einen oder anderen vielleicht ein Vorteil sein. Hier kann ich natürlich mit dem Daumen oben aufsetzen und kann damit nochmal Druck machen. Das wird hier mit dem Misericordia ein bisschen unangenehm, wobei ich natürlich auch den Daumen einfach hochsetzen kann, dass der Glasbrecher im Endeffekt frei ist. Ja? Oder ich lege den Daumen einfach hier um die Faust. Also man hat hier wirklich, egal wie, immer einen sehr, sehr guten Griff. Man darf halt nur nicht den Daumen oben drauf legen oder sagen wir mal, wenn das auch, ist ja ein Kampfmesser, wenn es zum Zustechen gedacht ist und es steckt und man dann nochmal nachdrücken will, das könnte wehtun. Also davon solltet ihr absehen. Aber wie gesagt, Glasbrecher immer eine feine Sache, und wenn ihr sagt, okay, das Messer gefällt mir unheimlich gut, kann man den Glasbrecher auch abflexen, wenn ihr sagt, ihr braucht den nicht. Jetzt reden wir noch mal kurz über die Scheide, das haben wir nämlich noch gar nicht getan. Auch hier wieder glasfaserverstärktes Nylon. Sehr, sehr schön gelöst hier der Sicherungsclip. Das heißt, ich kann hier das Messer hineinstecken und dann ist das auch gesichert. Das heißt, hat das keine Möglichkeit rauszukommen. Da ist eine Federsicherung hinterlegt. Und eigentlich ist es so, dass man, wenn man das Messer greift, automatisch diese Sicherung löst. Wenn ich jetzt hier wirklich zupacke, dann drücke ich diese Sicherung runter und damit habe ich hier dann das Messer gleich rausgezogen. Ich zeige es nochmal so. Wenn ich jetzt hier drücke, bewegt sich die Feder und dann kann ich hier das Messer herausziehen. Hier an der Scheide ist es so,
Die ist vom Stil her relativ schmal gehalten. Ich mache einmal kurz die Klammern ab. Habe hier auch mal für euch einen Kammerband als Beispiel, typisch Molle. Da könnte man jetzt hier das Messer einführen. Das ist auch von der Form der Scheide so gemacht, dass man hier eine Verjüngung hat in beide Richtungen, also sowohl nach innen als auch in der Breite. Und dadurch kann ich natürlich sehr schön in Molle einfädeln. Je nachdem, was für ein Molle ihr gerade habt, braucht ihr ein bisschen Kraft, um das Ganze dann da durchzuschieben. Das ist mir aber tatsächlich dann auch immer ganz recht, weil so habe ich natürlich dann hier auch einen absolut festen Sitz, dass das Ding hier nicht mehr rausrutschen kann. Alternativ dazu habt ihr mitgeliefert nochmal 2 Klammern. Die werden dann hier einfach aufgeschoben. Das ist übrigens auch schön gelöst, egal wie ihr sie aufschiebt, ob ihr jetzt Rechts- oder Linkshänder seid, das könnt ihr so oder so rum machen. Und dann könnt ihr die hier aufschieben. Durch die Löcher hat man hier Rastepunkte, wo ich das einfügen kann. Und dann kann ich natürlich auch hergehen und das Ganze dann hier in Molle kontern. Das Ganze nochmal auf der Gegenseite. Dann hört ihr es auch schon schön klicken. So, muss man hier noch ein bisschen nachschieben. So. Und dann wäre das Messer auch mit diesen Clips gut gesichert. Muss man dazu sagen, hier seht ihr, das sind 2 Reihen Molle mit einer Unterbrechung dazwischen. Dafür sind die Abstände hier ein bisschen zu klein, das habe ich schon probiert, das funktioniert nicht wirklich. Aber ich würde primär auch eher das Ganze so tragen, dass ich die Clipse nicht benutze, sondern es hinter Molle schiebe. Aber an sich, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Scheide von Werk ab. Das Misericordia ist ein ideales Messer, nicht nur als Primärmesser, sondern vielleicht auch als Backup-Messer, wenn ihr noch irgendwo ein größeres zur Hand habt. Es ist super leicht, das fällt auf jeden Fall nicht ins Gewicht, wenn ihr das noch irgendwo mittragt. Und von der Größe her natürlich auch ideal überall unterzubringen. Extrem schönes Design, wie Extreme Ratio das halt auch, ich sage immer extrem, aber das liegt glaube ich auch am Namen des Herstellers, Extreme Ratio. Das Design hier erinnert auch ein bisschen an das Requiem oder auch an das Mamba, also wirklich sehr zeitlos, sehr aggressiv, sehr, sehr cooles Messer. Ihr bekommt das Misericordia bei Riken Company, der Link ist unten eingeblendet. Was nutzt ihr für Messer von Extreme Ratio? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle Lack und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.